Hallo Welt, da sind wir wieder und wollen wir Lehrling des Schlächters werden oder nicht? Tun oder nicht tun, hier könnten wir uns weigern, hier würden wir akzeptieren. Tür der morbiden Akzeptanz, da ist bestimmt irgendetwas Lustiges dahinter und ich kann mir nicht vorstellen, dass es das ist, wonach es im Moment noch aussieht. Also ich denke, das wird was ganz Harmloses sein. Vermutlich ist das gar kein Fleisch, vermute ich jetzt mal, was er hier verkauft, sondern irgendwelche Pflanzen oder Bäume oder irgendwas. Nun, wir akzeptieren mal, behaupte ich. Oh, people say you can't get good help these days. Oh nein. Ow. Where's my things? No windows. That's not ominous at all. Welcome to Cutty's Mechanical Kitchen, featuring the very latest in meat. Tja, 28. November 1964 um 11 Uhr. Die letzte Chance umzukehren, würde ich sagen. Es ist eine Art Rubikon, oder? Wenn ich denke, dass ich das bereuen werde, sollte ich umkehren und es nicht tun. Alea iacta est. Er will, dass ich das Paket hole, das ich für ihn aufgehoben habe. Natürlich will er das. Und jetzt haben wir keine weitere Aufgabe hier. All unsere Sachen sind weg. Aber den Dietrich hatten wir. Hacking technology. It used to take days to dismantle a carcass. With my new inventions, one apprentice can reduce a carcass to its edible parts in no time at all. I hope you're as excited as I am. This is the very first time we're running our machines on the real material. What have I got myself into? Now, the first thing that I need you to do is obtain the package from the upstairs cold storage room. Don't worry. At no point will you have to unwrap the package. The magic all happens through the provided access valve. Warum hat das Paket einen Namen? Hä? First, we must exsanguinate the package. Bring it downstairs to the exsanguinator. Okay. Fleischbrötchen extrudieren. Hier haben wir was. Eine No time to Notiz. read this now. No time to read this now. Nee. Dann eben später. Der Reformierer. Wir können Hackbraten extrudieren, Fleischbrötchen, Gugelhupf und einen Fleischstern. Distributor. Na, wo lassen wir das denn jetzt? Hier? Okay. Ich bin überfordert gerade. Er will, dass ich das Paket am Ausbluter anbringe. Wo ist der Ausbluter? Hier ist der Reformierer, der Zyklonzerkleinerer, der Ausbluter. Nee, der Zufuhrbehälter. Das weiß man nicht, was das ist. Das ist die Mikrowelle. Distributor. Ah. Was ist das?
Before you mount the package, Das ist you'll der need to Ausbluter. operate each machine once, just to clear out any residue and check its operational soundness. We don't want to contaminate the product, do we? So, ab in den Ausbluter damit. Das ist doch der Ausbluter hier. Ausbluter testen. Now, join the package to the exsanguinator via the provided access valve. Ja, das ist eine knifflige Aufgabe hier. Oh, Paket aufsetzen. Naja, das erste Mal. Ja. Now, turn the crank until the exsanguinator determines that the package no longer contains free liquids. We don't want anything to go to waste, do we? Na schön. Ah, good. As you can see, each machine will release this package once it's accomplished its purpose. Efficiency is our watchword. Next up, evisceration. That would be the eviscerator? You learn quickly. As before, engage the mechanism briefly to verify mechanical integrity. Ja, wo ist der Ausweiter? Da drüben das Ding? Okay. Der macht einen Aufstand. Das ist doch gar kein... Das ist doch gar nicht richtig. Was it supposed to do that? Did you not see the blades come out? No, just sparks. Also, a metal thing just fell out of the main bit. Oh dear. The commutator is overloaded again. I thought I'd fix that. Maybe you better come down here and fix it again. Ha! I'm sure you can manage on your own. There's a spare one in the cupboard downstairs. There's only one way to insert it. I don't recall signing on to be a prisoner. It's just for a little while, Arthur, while you get up to speed. The job we do is very important to Wellington Wells. The fact is, we've run out of rats and ravens. Why don't you tell the executive committee? I'm sure they give you a medal. That's just it. I don't think they would. People love to think about cows eating grass happy in the fields. And they love to get a steak wrapped up in brown paper. So he loves to hear himself talk. Good. Maybe while he's talking, I can find something here I can use. But they don't think about how the cow gets into the brown paper, how the meat was connected to the bones. They want everything neatly wrapped up in wax paper so they can keep it out of their minds. We are here to let people deny uncomfortable things so they can get on with their lives. It's in! There we go! Try the button again. Good as new. Well, it's actually quite new, so, you know. Anyway, we're back in action. You can attach the pack. Well mounted, lad. Well mounted. Excellent. When the eviscerator is done, the package will be dismounted, ready for another package. Another
package? Once I achieve a steadier stream of raw material, I would hope to keep these machines running all day. Or at least long enough to take advantage of any surplus protein that could be obtained in Wellington Wells. Now for the final process. Bring the package to the exfoliator on the next floor. Exfoliator? Yep. It exposes the skin to steam, separating it from the muscle. And then it removes the skin, making it available for tanning. Or other purposes. I don't mean to be impertinent, but shouldn't you do that first? Oh, no. There are no stupid questions, only stupid answers. But that will result in the leakage of liquid. And you won't want to put it second either, because the package is much easier to manipulate with its skin on. I'm so glad I asked. On with the exfoliator! Press the button, check the functional integrity und so weiter. I mean, and so forth. Und so weiter, hat er gesagt. No time to read this now. Erstmal testen. Now, mount the Schön warm. package on the exfoliator. Superb! The package will be released once it's fully exfoliated. Do you think exfoliator is the right word? I thought about decorticator, but it's sanguinate, eviscerate, exfoliate. Has a nice ring to it, doesn't it? Definitely exfoliate. I'm so glad to hear that. I mean, it's a scalder, skinner, but that doesn't sound very official, does it? And the last machine is the extruder. Oh, ho, ho! That's it! The package is now fully prepared. We're ready for the extruder. Mount the package and let's get cracking. Ho, ho! I can barely contain myself. This is really the machine I'm proudest of. It's a combination meat grinder, pulper, and injection mold meat former. You wouldn't believe what I had to go through to get the pieces. Okay, mittlerweile hat man sich dran gewöhnt, ja? Now, up on my board you'll see a list of orders. I've already filled in the addresses. All you have to do is press the right button. For example, if the order calls for 1 meatloaf and 1 meat butt cake, then you press the appropriate buttons and then you put the order in a pneumatic tube. Oh. Word! Now, put the order in the hopper. Na, das war doch jetzt gar nicht so schwer alles. Don't you think we've a responsibility to the former owner of that carcass to not waste the food?
Oh, die haben aber nicht die richtige Lieferung bekommen, sagte er Google-Hupf. Was wollen sie jetzt? Oh, sie wollen jetzt das Blaue. Immer noch? Ja. Oh, das hätte er irgendwie sinnvoller anordnen können, die Maschinen hier, meine ich. All I'm asking for is for you to push the buttons that match the order. How hard can that be? Also, ach so. Wir brauchen einmal den Google-Hupf, den grünen und 2 blaue. Na, das ist ja neckisch. That is terrific. We've a feeling this is the beginning of a beautiful friendship. Ja, sehr schön. Also grün, grün, rot, gelb. I want you focusing on the job. This is no time to daydream. You're doing well and doing good too. Blau, gelb, gelb, grün. Da kommt aber ganz schön viel raus. You're a smart lad. Speed it up. I'm very impressed. Rot, blau, blau, rot. Come on, don't dawdle. Krass. Wie das wohl erst wird, wenn wir Geselle sind. Grün, rot, rot, blau. You're a smart lad. Speed it up. Hetz mich I wish we had nicht. more butchers. I could start franchising. Okay. Ich glaube, wir haben kein Fleisch mehr, Chef. And look at that. I'm all out of orders. I think this new system's working brilliantly. I've got to find some way out of here. Eine Pause machen. Was ist das? Königliche Füsiliere von Wellington, englische Heimatarmee. Oh, lieber Mr. Cutty, danke für deinen Beitrag zu den Anstrengungen des nächsten Krieges. Die Truppen haben sich sehr über deine Würste gefreut. Wir finden deine patriotischen Leistungen wirklich klasse. Wenn du weiterhin so gute Arbeit leistest, werden wir deinen Antrag ernsthaft erwägen, der Heimatarmee beizutreten. Hochachtungsvoll, Leutnant John Fortescue, in Schreibschrift geschrieben. Du brauchst mich nicht jedes Mal in ein Gespräch zu verwickeln, wenn ich in den Shop komme, Bill. Mir ist egal, was du während der letzten großen Unannehmlichkeit getan oder nicht getan hast. Uns allen ist klar, dass die Bürger unter großem Druck standen, mit den Deutschen zusammenzuarbeiten.
Auch wenn du dabei ein wenig zu enthusiastisch wirktest, nehmen wir dir deine Beteuerungen, dass dies nun mal deine Art sei, gerne ab. Für einen Soldaten bist du allerdings schon ziemlich alt, mein Freund. Es wird ein Weilchen brauchen und vielleicht noch ein paar mehr Würste, bevor die Jungs bereit sein werden, dich auf Herz und Nieren zu prüfen. Wie du sagtest. You're very good at justifying yourself. I suppose you learned that during the war. What are you talking about? I found your letter. You were a child then. You wouldn't understand. Oh yes, it was a happy, carefree time for us kids. I loved her. We were just two young people caught up in something bigger than ourselves. Well, that doesn't sound like... August 30th. Have to be more careful. I accidentally put my hat next to the suction coupling and it went right into the intake canister. Spent an hour pulling felt off the blades in the cyclone mincer. Imagine if that had been a bottle, or worse, a wrench. September 9th. Problem solved. Added a power cut-off to the suction coupling. Now it won't even start up unless a package is mounted onto it. I'm going to add that same cut-off to all the machines to minimize accidents. Don't want Edmund's hand ending up in the V-meat. Ah! If I stuff that broken bit of the eviscerator into the package, it ought to clog up the works nicely, shouldn't it? All right. Are you ready for another day of serving people? I mean, serving the people, of course. My little cheek. Never mind. Das war jetzt ein bisschen viel Information auf einmal für mich. Also, wir gucken uns das hier noch an. Katis Journal am 30. August. Muss vorsichtiger sein. Habe meinen Hut versehentlich neben die Saugvorrichtung gelegt und er ist direkt im Ansaugbehälter gelandet. Habe eine Stunde Filz von den Klingen im Zyklonen-Zerkleinerer entfernt. Stell dir vor, wenn das eine Flasche gewesen wäre oder schlimmer ein Schraubenschlüssel. Und 9. September Problem gelöst. Hab der Saugvorrichtung eine Stromausschaltung hinzugefügt. Jetzt startet sie erst, wenn ein Paket aufgesetzt ist. Ich werde dieselbe Ausschaltung an allen Maschinen anbringen, um Unfälle zu minimieren. Ich will ja nicht, dass Edmunds Hände im Essfleisch landen. Genau. So, ich will irgendwie nicht darüber nachdenken, wie viel schrecklicher ein Ding namens Ausweider sein kann. Oh, Moment, nein, das haben wir alles noch nicht gelesen. Am 28. November 1964 um 12 Uhr. Er will, dass ich das Paket am Ausbluter anbringe. Nun, das war makaber. Das war total fies, vor allem nicht an den Füßen angebracht, sondern direkt im Gesicht. Ja, aber die sind tot, die merken eh nichts mehr. Ich glaube nach wie vor, das sind gar keine Menschen. Die haben nur Namen, die Baumstücke oder was wir da auch immer ausweiden. Aber es sieht schon ein bisschen wie Fleisch aus. Naja, sei es drum. Ich will irgendwie nicht darüber nachdenken, wie viel schrecklicher ein Ding namens Ausweider sein kann. Ich glaube, mir ist der Appetit für immer vergangen. Jetzt soll ich dieses Ding dünsten. Mir fällt nichts ein, womit ich dieses Ding sonst noch verletzen könnte. Ach, der Extruder. Das war die große Maschine in dem Raum, neben dem ich aufgewacht bin. Und jetzt soll ich die Aufträge auf dem Bildschirm ausführen, wo ich das Paket gefunden habe. Mir wurde eine kurze Verschnaufpause wegen meiner Extruderfähigkeiten gewährt. Jetzt habe ich Zeit, mich umzusehen. Ich frage mich, ob es hier etwas zu lesen gibt. Er hat sein Journal hier gelassen. Das könnte es wert sein, es durchzusehen. Der Extruder ist eindeutig das schwache Glied in dieser Kette. Wenn ich die kaputte Metallröhre vom Extruder ins Paket gebe, hat er mehr, als er verarbeiten kann. So. Ja, ich brauche doch immer ein bisschen dafür. Come on!
Something's gone terribly wrong. There's smoke coming out. That doesn't sound good. The better I'd come down. Don't try anything clever. We've got a lot to do today, and it takes so long to recover from the spanker. Okay, und in der nächsten Folge finden wir vielleicht einen Weg hier raus. Oh, da kommt er schon. Was macht denn der da? Na, der repariert die beiden Maschinen. Der muss erstmal checken, was da los ist. Ich bin dafür, dass wir am Ende der Folge sind. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ein Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.